Was sind steuergünstige Betriebsstättenoptionen, wenn du als digitaler Nomade um die Welt reisen willst? Genau mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich für das Thema LLC-Gründung interessierst, dann würde ich mich freuen, dich bei einer unserer Braveheart LLC Masterclasses in Edinburgh begrüßen zu dürfen. Diese veranstalten wir dort regelmäßig. Dort zeigen wir dir alles, was du wissen musst, um mit der LLC rechtssicher international zu agieren, wie du die Steuerfreiheit der LLC optimal ausnutzen kannst. Du schaust mir über die Schulter, wie ich eine LLC gründe, die LLC für die Steuer registriere und dann auch gleich 3 Konten für die LLC eröffne. 1,5 Tage ist diese Masterclass lang, Termine auf unserer Webseite. Wir reden dann natürlich auch über Themen wie US-Visum, wie du in den USA leben kannst und natürlich auch, was du aus steuerlicher Sicht beachten musst, wenn du deutscher Staatsbürger bist und dann so Dinge wie § 2 Außensteuergesetz, die erweiterte beschränkte Steuerpflicht möglicherweise zu befürchten hast. Dein Partner kann kostenlos mitkommen. Wir schenken dir außerdem eine LLC inklusive Jahresbetreuung. Der Wert sind 2.500 US-Dollar. Gerne kannst du natürlich auch schon jetzt die LLC gründen und dann später am Seminar teilnehmen. Diese Reihenfolge funktioniert natürlich auch, aber wie gesagt, das sind 1,5 intensive Tage. Da wirst du alles lernen, was du zum Thema LLC wissen musst. Du wirst interessante Menschen kennenlernen und sie werden von dir lernen können und du wirst von ihnen lernen können. Termin auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wir haben ja schon viele Videos gemacht zum Thema digitale Nomaden, Perpetual Traveler und dann die erweiterte beschränkte Steuerpflicht nach § 2 des Außensteuergesetzes. Ich möchte jetzt nicht sehr detailliert darauf eingehen. Schau dir am besten unsere Videos an und ich habe das Ganze auch sehr gut beschrieben auf unserer Webseite Nullsteuer LLC. Link dazu packe ich ebenfalls in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Aber grundsätzlich geht es darum, dass du als deutscher Staatsbürger, wenn du Deutschland verlässt und digitaler Nomade bist oder Perpetual Traveler, gewerbliche Einkünfte, die du über eine Briefkastengesellschaft, zum Beispiel eine LLC erzielst, noch 10 Jahre lang in Deutschland versteuern musst. Viele wissen das nicht, kaufen sich eine LLC und haben dann das Nachsehen, wenn das Finanzamt das Ganze überprüft, zum Beispiel wenn sie zurück nach Deutschland kehren. Außerdem kann das Finanzamt dich ja, wenn du unter die weiter beschränkte Steuerpflicht fällst, noch bis zu 25 Jahre nach deinem Wegzug prüfen. Also unsere Empfehlung ist, dass du das Ganze natürlich 100%ig korrekt machst. Ganz wichtig zu verstehen, freiberufliche Einkünfte fallen nicht darunter. Ja, freiberufliche Einkünfte sind ja im § 18 des Einkommensteuergesetzes geregelt. Also Ärzte, Ingenieure, Steuerberater, Rechtsanwälte und so weiter und so fort und ähnliche Berufe. Wenn du also tatsächlich als Freiberufler in Deutschland tätig warst, bevor du auswanderst, dann gilt das nicht, was ich hier sage, denn dann hast du keine gewerblichen Einkünfte, sondern freiberufliche Einkünfte und die sind von dem § 2 Außensteuergesetz, zumindest von diesem Passus, nicht betroffen. Aber wenn du nun gewerbliche Einkünfte hast, also das heißt, du hast zum Beispiel ein E-Commerce oder ein Beratungsunternehmen oder irgendetwas anderes, das nicht unter die freiberufliche Kategorie fällt und du gründest dann eine LLC, die keine Betriebsstätte hat, die einfach nur eine Briefkastenfirma ist, die keine Buchhaltung einreichen muss, die keine Steuern bezahlen muss, dann fällst du unter diesen Paragraphen und musst, wie gesagt, dann diese Einkünfte noch in Deutschland versteuern. Außerdem dein weltweites Einkommen 10 Jahre lang noch in Deutschland erklären, auch wenn du in Deutschland keinerlei anderes Vermögen, keinerlei andere wirtschaftliche Interessen hast. Also das Entscheidende ist, dass es eine wirkliche Betriebsstätte gibt für dein Unternehmen. Und da ist natürlich dann die Frage, wie kann ich das Ganze möglichst steuerlich attraktiv machen und dennoch mit relativ großer Freiheit natürlich, weil wenn du reisen willst, dann ist natürlich die Reisefreiheit auch ganz entscheidend. Dann sind so Dinge wie Mindestanwesenheiten natürlich eher lästig und du willst auch Lösungen suchen, die diesbezüglich sehr flexibel sind. In diesem Video will ich dir 3 solcher Lösungen vorstellen. Nur zur Warnung, die komplette Steuerfreiheit wird sich hier nicht immer unbedingt realisieren lassen und auch die komplette Buchhaltungsfreiheit wird sich hier ebenfalls nicht immer realisieren lassen. Anders wird es leider nicht gehen. Also, jetzt beschreibe ich dir Szenario Nummer 1. Das macht zum Beispiel einer unserer Mandanten so. Also, er ist nach Bulgarien umgezogen, hat in Bulgarien eine Einzelfirma gegründet, hat natürlich in Bulgarien einen Wohnsitz. Sobald du ein Unternehmen in Bulgarien hast, sobald du dort einen Wohnsitz hast, gibt es keine Anwesenheitspflicht. Das heißt, er kann eigentlich das ganze Jahr verreisen. Dieses Einzelunternehmen, da gibt es in Bulgarien ein interessantes steuerliches Modell für solche Einzelunternehmer. Du zahlst also am Ende 7,5% Steuern auf
auf den Umsatz. Und weil du auf den Umsatz Steuern bezahlst, musst du natürlich keine Buchhaltung einreichen, weil deine ganzen Betriebsausgaben ja irrelevant sind. Du zahlst diese Steuern auf den Umsatz. Minimaler Aufwand, minimale Buchhaltungspflicht. Er hat dann davor eine amerikanische LLC geschaltet, weil er gerne mit den Kunden natürlich jetzt nicht mit einem bulgarischen Unternehmen abrechnet, sondern lieber über eine LLC. Damit hat er auch natürlich Haftungsschutz. Er ist in einem sensitiven Bereich tätig. Da gibt es immer wieder Abmahnungen. Das heißt, er tritt nach außen mit einer US-Gesellschaft auf. Er ist im B2B-Bereich tätig. Aber sein Einzelunternehmen ist dann das, was Rechnungen schreibt an die LLC. Damit ist er komplett steuerlich im grünen Bereich, auch in Deutschland. Das Einzelunternehmen hat eine Betriebsstätte. Er muss dort eine Steuererklärung einreichen, auch wenn sie sehr simpel ist. Er zahlt etwas Steuern, nämlich diese 7,5%. Und damit ist er gegenüber allen Risiken sowohl in Bulgarien als auch in Deutschland abgesichert. Zweites Beispiel, was ein anderer Mandant von uns macht. Er etabliert für die LLC eine Betriebsstätte in den USA. Wie macht er das nun? Er hat dort zwei Wege. Einmal hat er einen freiberuflichen Mitarbeiter in den USA, der dort für ihn Verkauf macht, also vom amerikanischen Boden. Wenn du das hast, also Mitarbeiter, die im Verkauf tätig sind, ist eigentlich immer eine Betriebsstätte dort gegeben. Gleichzeitig ist er selbst relativ häufig in den USA, ganz normal mit ESTA, führt dort ebenfalls Verkaufsgespräche, Verhandlungen und trifft sich dort mit Kunden hinsichtlich der Projektabwicklung. Damit kann man also sagen, eine Betriebsstätte in den USA ist vorhanden. Er hat eine amerikanische LLC. Die amerikanische LLC zahlt ja an sich keine Steuern. Wer dann Steuern bezahlt, ist er persönlich. Er persönlich ist in den USA beschränkt steuerpflichtig. Da er nicht in den USA wohnt, braucht er die amerikanischen Sozialabgaben nicht zu bezahlen. Die müssen ansonsten selbstständige Unternehmer in den USA ebenfalls bezahlen, die sogenannte Self-Employment Tax. Ist so ähnlich wie in der Schweiz, das sind 13%. Aber weil er nicht in den USA wohnt, muss er nur Steuern bezahlen. Und weil die LLC ihre Betriebsstätte hat in Texas, gibt es auf bundesstaatlicher Ebene keine Steuern. Das heißt, er muss also tatsächlich nur die Steuern im Bund bezahlen. Und wenn man jetzt mal von Gewinnen ausgeht, sagen wir mal 100.000, 120.000, 180.000, 250.000 Dollar, dann wird er insgesamt in den USA hier Steuern zahlen müssen zwischen 10 und 15% auf diese Gewinne, was natürlich immer noch recht moderat ist, muss man sagen. Das ist hier auf den Umsatz fällig. Das heißt, hier kann natürlich dann auch noch Betriebsausgaben absetzen. Das kann man relativ großzügig regeln. Seine Reisen sind natürlich dann darüber absetzbar etc. pp. Aber er hat natürlich, wie gesagt, ein bisschen Aufwand, ein bisschen Buchhaltungspflicht, auch wenn das jetzt nicht besonders wild ist in den USA und zahlt eben ein bisschen Steuern. Also eine Null-Steuerlösung ist das nicht, ja. Aber es ist eben auch hier rechtskonform, sowohl mit den USA als auch mit Deutschland in puncto erweitert beschränkte Steuerpflicht. Und er kann dann einfach als Digitalnomade leben. Er kann wohnsitzlos sein. Er braucht nirgendwo eine feste Wohnung zu mieten, denn die Betriebsstätte ist ja in den USA gegeben aufgrund des Mitarbeiters, den er dort hat, beziehungsweise seiner eigenen Anwesenheit, wenn er sich in den USA aufhält. Und er möchte das gerne so machen. Er möchte gerne auch in der Lage sein, dem deutschen Finanzamt zu zeigen, hier habe ich eine Steuererklärung. USA sind ja kein Niedrigsteuerland. Hier habe ich offiziell eine Steuererklärung eingereicht. Kann ich zeigen, hier habe ich offiziell ein bisschen Steuern bezahlt. Damit bin ich dann auf der sicheren Seite. Damit kann ich dann auch gegenüber dem Finanzamt alle Nachweise führen, wenn diese mal irgendwann Nachweise von mir haben wollen. Das dritte Modell ist jetzt ein tatsächlich steuerfreies. Auch hier wird wieder eine Betriebsstätte ausgelöst. Wir haben hier verschiedene Mandanten, die diese Lösung fahren. Entweder hat man einmal eine britische Limited oder man hat eine amerikanische Inc. Also in diesem Fall keine LLC, sondern eine Inc., wobei theoretisch ging es auch mit einer LLC, aber hier wird es mit einer Inc. gemacht, also mit einer amerikanischen Aktiengesellschaft. Beide Gesellschaften reichen ganz normal Jahresabschlüsse ein, beide Gesellschaften bilanzieren. Bei UK hat man natürlich dann den Nachteil, dass es hier keine Anonymität gibt. Das heißt, im Handelsregister werden natürlich dann die Bilanzen veröffentlicht und natürlich auch die Details der wirtschaftlich Berechtigten werden im Handelsregister tatsächlich im Transparenzregister im UK veröffentlicht. In den USA ist das nicht der Fall. Und dann machen es im Grunde die Betroffenen so, dass sie sich von der Gesellschaft ein Gehalt bezahlen lassen. Also auch hier wiederum ganz wichtig natürlich, beide Gesellschaften haben tatsächlich eine Betriebsstätte vor Ort, durch lokale Mitarbeiter, durch Anwesenheit dort, durch Geschäftsräume dort. Also das ist natürlich wichtig, das muss man sich überlegen, ob das überhaupt realistisch ist. Manche möchten das ja gar nicht machen, für manche bietet sich das aber an, weil sie es ohnehin haben.
Also es hängt dann ein bisschen davon ab. Man hat dann also diese Gesellschaft und sie bezahlt dir dann ein Gehalt. Mal angenommen, du erzielst jetzt ein Ergebnis von, sagen wir mal, 200.000 Euro, dann kannst du dir von der Gesellschaft ein Gehalt bezahlen lassen, sagen wir mal von 180.000 Euro. Dieses Gehalt ist ja weder in den USA zu versteuern oder auch im UK zu versteuern, da ja die Arbeit letztlich nicht vor Ort gemacht wird. Und wenn du jetzt wohnsitzlos bist bzw. nirgendwo steuerpflichtig bist, dann musst du ja dieses Gehalt wiederum nicht versteuern. Das heißt, auch hier hast du letztlich de facto eine Steuerfreiheit dann gegeben. Also man versteuert dann vielleicht die verbleibenden 20.000 Euro Gewinn mit der üblichen Körperschaftssteuer. Im UK wären das zum Beispiel 20%. In den USA ungefähr das Gleiche und hat dann ebenfalls eine Betriebsstätte, hat bilanziert, hat eine Körperschaftssteuererklärung eingereicht und dann sind das natürlich ebenso keine betriebsstättenlosen Einkünfte, wie man diese Einkünfte ansonsten bezeichnet, jene Einkünfte, die eben unter dem Paragraphen 2 des Außensteuergesetzes ein Problem sind. So, das sind jetzt mal nur 3 konkrete Lösungen. Es gibt auch noch andere konkrete Lösungen, die wir dann gerne in der Beratung besprechen können. Aber was ich im Grunde genommen sagen will, ist, es gibt absolut Möglichkeiten, dass du hier als digitaler Nomade sehr steuergünstig, möglicherweise auch steuerfrei leben kannst. Es braucht halt leider etwas mehr Aufwand, wenn du das rechtskonform machen möchtest. Und unsere Empfehlung ist natürlich, dass du es immer rechtskonform machst und dich hier nicht auf Experimente einlässt, eben aufgrund der Tatsache, dass das Finanzamt ja so lange noch Möglichkeiten hat, dich zu prüfen. Vielleicht haben sie momentan deine LLC nicht auf dem Schirm, aber was in 10 Jahren, was in 15 Jahren sein wird, das wage ich noch gar nicht mir auszumalen, wenn dann mal die KI noch viel weiter ist. Es überall digitale ID gibt und letztlich der weltweite Datenaustausch noch viel mehr intensiviert wird, als wir ihn jetzt schon kennen. Also, wenn dich diese Themen interessieren, würde ich mich freuen, dich in Edinburgh bei unserer Masterclass zu treffen. Ansonsten natürlich gerne noch ein Beratungsgespräch buchen. Links dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau zu diesen Themen beraten. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensaufbau. Ich selbst habe Deutschland vor 25 Jahren verlassen. Ich habe die EU vor 25 Jahren verlassen. Ich habe es keinen einzigen Tag bereut. Ich wünsche mir für dich, dass du die gleiche Erfahrung machst und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.